Well, it's great to be with you all. And I understand that you've already had some sessions on dreaming. Ja, es ist total toll, bei euch zu sein und ich weiß, ihr hattet schon einige Sessions über das Thema Träumen. Okay, so I'm going to cover some stuff that I think's cool to look at. I have a rough idea of what you've heard. Oh, Nur bei mir weg, oder? did that get translated? Can Bei you mir hear me? hakt es. Bei mir hat es gerade gehakt. Bei euch auch, oder? Oh, so I experienced some internet troubles. Could you say that again, please? Sure. I'm going to cover some material I think is good to look at. Also, ich werde heute Abend ein bisschen Material behandeln, wovon ich denke, dass das gut ist, wenn wir uns das angucken. Forgive me if I cover stuff you may have heard, but I'll probably look at it from a different angle. Vergebt mir, wenn wir Sachen abgrasen, die ihr schon gehört habt, aber vielleicht gucken wir uns ja auf aus einer Perspektive an. And I'll bring in my personal dreams to some extent. I won't tell you everything. Und ich werde auch bis zu einem gewissen Grad meine persönlichen Träume hier mit einbringen. And perhaps I can hear in the questions and answers some bits of your dreams. Und vielleicht kann ich ja in dem Frage-Antwort-Teil auch so den ein oder anderen kleinen Ausschnitt aus euren Träumen hören. I'm convinced this subject is vitally important at this time. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Thema lebensspendend wichtig ist in dieser aktuellen Zeit. One of the most memorable passages that talks about the new covenant in Joel chapter 2 talks about dreams. Joel 2, ein Kapitel, das so unfassbar wichtig ist. Er erzählt auch darüber. In verse 28 to 29, it talks about your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams. In Joel Kapitel 2, Verse 20 steht da, dass die alten Männer Träume träumen werden und die jungen Männer Visionen sehen werden. Yeah, and dreams and visions are closely related. Und Träume und Visionen sind so eng miteinander verbunden. The ability to catch things that are going on in the unseen realm are very connected to both visions and dreams. Diese Fähigkeit, Dinge zu erfassen, die im unsichtbaren Bereich laufen, sind sehr eng verbunden mit Träumen und Visionen. And in fact, this passage is kind of saying that this ability for us to interact with dreams and visions is part of leading, is part of moving forward in the kingdom. Und diese Passage hier aus Joel Kapitel 3, die sagt uns, dass Träume und Visionen uns dabei anführen, weiterzugehen. It's saying by Hebrew poetry, this is for everyone. Und durch hebräische Poesie wird hier gesagt, es ist für jeden von uns. But when the Spirit rests upon you, something about visions and dreams comes more alive. Denn wenn der Geist des Herrn auf dir ruht, dann wird etwas von Träumen und Visionen mehr lebendig. But also as well, those who are not yet believers will have significant dreams because this is where God speaks. Aber auch Nichtgläubige werden wichtige Träume oder Visionen haben, denn das ist eine Art, wie Gott redet. And there's another important passage for dreams in Job chapter 33 that talks about this. Und da ist noch eine weitere wichtige Passage über Träume, und zwar in Hiob Chapter 3. Yeah, verses 14 to 17. In Hiob Kapitel 3 ab Vers 14. And I'll give you my summary, my quick summary, Und ich gebe euch da mal meine Zusammenfassung von. which is God speaks to everybody in their dreams, though a lot of the time we don't recognize it. Gott spricht zu jedem von uns durch unsere Träume, auch wenn wir es oftmals überhaupt nicht realisieren. The number one thing that I hear when I ask people about dreams is, I don't dream. Die Nummer 1 Sache, die ich höre, wenn ich Leute zu ihren Träumen frage, ist, ich träume gar nicht. And then you get some people who dream all the time.
Und dann gibt es die anderen Leute, die träumen nur. and they have intense dreams. Und die haben intensive Träume. Some of them even dream while they're awake. Und manche von denen träumen sogar, während sie wach sind. But there's something about Western culture where we've kind of diminished dreams as not important. Aber da ist etwas an unserer westlichen Kultur, dass wir Träume ja niedrig halten als nicht wichtig. But they're vital for your life. Aber sie sind so lebensspendend für dein Leben. And I'd go as far as to say you will be led by your dreams. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass du durch deine Träume geleitet wirst. So perhaps it's a good idea to remember them Es ist wahrscheinlich also eine gute Idee, sich an sie zu erinnern. because they will really help you understand what God is saying to you deeply. Denn sie werden dir wirklich dabei helfen zu verstehen, was Gott dir in der Tiefe sagt. It says in Job, they can warn you In Hiob heißt es, sie können dich warnen and they can direct you. und sie können dich leiten. So here's the fact that we have from neuroscientists. Und hier ist der Effekt, den wir aus der Neurowissenschaft, Gehirnwissenschaft haben. Every one of us dreams. Jeder von uns träumt. The problem for us is often remembering them. Problem für uns ist auch, uns daran zu erinnern. And I'll throw you some statistics out because this is astounding. Und ich werfe jetzt mal ein paar Statistiken auf euch, weil die erstaunlich sind. The point in your sleep where you dream is called REM sleep, rapid eye movement sleep. Der Punkt im Schlaf, in dem du anfängst zu träumen, wird genannt REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung. 22% of your sleeping is REM sleep. Und 22% deines Schlafs sind dieser REM-Schlaf. You go into REM sleep every 20 minutes when you're asleep. Du fällst praktisch alle 20 Minuten in diese REM-Phase, während du schläfst. That's a lot of dreams. Das sind viele Träume. And it's in that completely different state than when we're awake that we can hear completely different things. Und in diesem so anderen Zustand, als wenn wir wach sind, hören wir auch ganz andere Dinge. For instance, one of the most common things that God reveals, our hearts expose while we're asleep, is the state of our heart, whether we're fearful, happy, what's going on deep down within us. Eine Sache, die Gott uns vor allem offenbart, wenn wir in diesem so anderen Zustand sind, ist der Zustand unseres Herzens, ob wir freudig sind, ob wir wütend sind. And a common dream that I used to have, I don't have it so often now, but I used to have, Ein Traum, den ich sehr oft hatte, damals, den habe ich aktuell nicht mehr so oft, was I would be turning up to an airport and I would be late for my plane. der sah so aus, dass ich auf einem Flughafen aufkreuze und zu spät dran bin für mein Flugzeug. And I would go to the wrong part of the airport. Und dann bin ich auch noch in einem Traum zum falschen Ort an diesem Flughafen gegangen. Or sometimes even realize I was on the wrong plane in the dream. Und manchmal habe ich dann im Traum realisiert, ach du meine Güte, ich bin in einem falschen Flugzeug. I mean, that's a nightmare. Und ich meine, das ist ein Albtraum, oder? But it wasn't a terrifying nightmare. It was just anxious. Es war jetzt kein furchteinflößender Albtraum, aber so sorgenbeladen. Now, the thing is, I can think I'm super confident. I'm not worried. God will get me on the right aeroplane. It's not a problem. Ja, also ich kann schon denken, ich bin super drauf, ganz zufrieden und selbstsicher. Ich bin im richtigen Flugzeug. And apparently, that wasn't necessarily true. Und offensichtlich war das nicht immer so wahr. And I can remember one or two times I'd be driving to the airport. Und ich kann mich an ein, zwei Mal erinnern, als ich auf dem Weg zum Flughafen war. And I'd suddenly think, I've done the wrong calculation. I haven't left enough time to make it to the airport.
dass ich mich dabei erwischte, oh Mann, ich habe das falsch durchgerechnet. Ich habe gar nicht mehr genug Zeit, um es pünktlich zum Airport zu schaffen. And this cold rush would go through my body of like, Und dann durchfährt mich dieser kalte Strom von durch meinen Körper. maybe for 3, 4 seconds Vielleicht 3, 4 Sekunden, before I realize, no, it's okay. No, I've got the time. No, I've got the time right. bis ich dann realisiere, nee, es ist okay, ich hab mir das schon richtig überlegt. So I'm 98% of the time totally confident. 98% der Zeit total sicher. But this was exposing that deep down, if I hadn't done it right, I was terrified. Aber trotzdem hat dieser kleine Moment mir doch offenbart, wenn ich es nicht richtig gehabt hätte, nicht richtig ausgedacht hätte, dann wäre ich total sorgenerschüttert gewesen. And it's that dream is part of that dream is revealing the anxiety in my heart. Und ein Teil dieses Traums hat also diese Sorge in meinem Herz offenbart. Because it was never prophetic that I would miss a plane. Denn es war nie prophetisch, du wirst deinen Flug verpassen. And it left me with the ability to work with that dream and go, God, I must be anxious deep down. How can I let you in deeply so I'm at rest? Und wie mich diese Erfahrung hinterlassen hat, ist, dass ich damit arbeiten konnte und sagen konnte, Gott, wie kann ich jetzt damit umgehen mit dieser Sorge? Wie kann ich zur Ruhe finden? So you might be like in the day, you go, no, I never get anxious. Es kann also so sein, dass tagsüber du sagst, nein, ich mache mir nie Sorgen. But the dream was exposing that's in my heart. Aber der Traum stellt dann ganz klar, was im Herzen wirklich ist. Everything's exposed. Alles ist offengelegt. There's more to that dream, Und da gibt es sogar noch mehr, was den Traum but we'll angeht. take little bits at a time. Aber wir nehmen uns so Stückchen für Stückchen vor. You'll notice I dreamt about aeroplanes. Du hast jetzt vielleicht festgestellt, der hat über Flugzeuge geträumt. I didn't dream about camels Ich habe nicht über Kamele geträumt or chariots oder Streitwagen or being carried along by 4 men who are holding a pole and I'm on a seat. Come. nicht davon, dass ich auf so einer Trage lag, die von 4 Männern getragen wurde. The dream is in my language, my culture of images. Der Traum bewegt sich in Bildern meiner Kultur, meiner Sprache. So you would expect your dreams to be full of language that is from your understanding. Du kannst also erwarten, dass deine Träume voller bildlicher Sprache sind, deines Verständnisses. If you do dream about chariots, Wenn du doch über Streitwagen träumst, it's probably because you're reading too much of the Bible. dann wahrscheinlich, weil du zu viel Bibel liest. But perhaps that's a good thing. Aber vielleicht ist es auch eine gute Sache. But let's take Nebuchadnezzar's dream in Daniel 2, that famous dream. Aber lass uns doch mal aus Daniel Kapitel 2 die Träume von Nebukadnezar nehmen. Die sind so berühmt. He has a dream of this statue, Diesen Traum der Statue. but he doesn't tell anybody what the dream is. Aber er sagt niemandem, was genau er geträumt hat. He expects his advisors to know what the dream is. Er erwartet, dass seine Berater wissen, was er geträumt hat. And to summarize it, Daniel is the only one who's able to come with what the dream is and an interpretation. Und um es zusammenzufassen, Daniel ist der Einzige, der weiß, was Nebukadnezar geträumt hat und es auch noch auslegen kann. And in verse 19 of that chapter, Und in Vers 19 dieses Kapitels, you'll see that Daniel gets the answer in a dream. da sehen wir, dass Daniel die Antwort in einem Traum bekommt. He has a vision of the night, which is another way of saying a dream. Er hat, wie es hier steht, ein Gesicht in der Nacht, eine Vision in der Nacht, was ein anderer Begriff ist für einen Traum. Because sometimes it's hard to tell, was I asleep? Was I awake? It was so strong.
Denn manchmal ist es doch so hart zu unterscheiden. Habe ich geträumt? War ich wach? And Nebuchadnezzar's dream is a statue with different layers that represent different kingdoms. Und Nebukadnezars Traum bestand darin, dass er von einer Statue geträumt hat aus verschiedenen Ebenen, die verschiedene Könige repräsentiert haben. And it's full of materials like gold that he would understand. Probably he loved gold. That's why his part is gold. Und es waren auch unterschiedliche Materialien dabei, wie zum Beispiel Gold, die er aber nicht verstand. Wahrscheinlich war Gold darin, weil er selber Gold liebte. He doesn't dream about aeroplanes. Er träumt jetzt nicht von Flugzeugen. It's related to his culture. Es ist verbunden mit seiner Kultur. But again, it's deeply symbolic. Aber wiederum, es ist tief symbolisch. And Daniel is able to translate it from the symbolism in Nebuchadnezzar's heart to historical events. Und Daniel ist fähig, diese Symbolsprache von Nebukadnezars Herz zu übersetzen. That's what you're going to have to do with your dreams. Genau das ist es, was du tun darfst mit deinen Träumen. There's some other things we can see about Nebuchadnezzar's dream. Und das sind noch andere Dinge, die wir an Nebukadnezars Traum sehen können. He didn't understand it. Er hat es nicht verstanden. Do you ever have dreams you don't understand? Hast du schon mal Träume, die du nicht verstehst? I think most people don't understand their dreams at the start, and you have to learn. Ich glaube, sogar die meisten Leute verstehen am Anfang ihre eigenen Träume nicht und müssen es lernen. It has to be interpreted correctly. Es muss korrekt interpretiert werden. I mean, someone could have said, I know what that means, Nebuchadnezzar. Es hätte auch jemand sagen können, ich weiß, was das heißt, Nebukadnezar. You're going to meet a very tall man, and he's going to have a gold top and bronze feet. He's going to be all sorts of different colors down his body. Du wirst einen Mann treffen, der alle möglichen Arten von Metall anhat an seinem Körper. But that would be clearly wrong, Aber das wäre total falsch gewesen. because Nebuchadnezzar knows this is a deep dream. This is a deep dream. It's a deep dream, Das wäre falsch gewesen, denn Nebukadnezar weiß, das ist ein tiefer Traum. and it's to do with his life and destiny. Und es hat mit seinem Leben und mit seiner Bestimmung zu tun. But he doesn't know what, Aber er weiß nicht was. and he needs it decoded. Also wird es dekodiert, aufgeströselt. But it is within the realm of his life and his authority. Aber das passiert im Rahmen seines Lebens und seiner Autorität. Because he is the leader of that empire, he's dreaming about things to do with empires. Weil er der Leiter dieses Reiches ist, träumt er über Dinge, die mit seinem Reich zu tun haben. Now let's just stop and think about that for a minute. Lass uns mal kurz pausieren und darüber eine Minute nachdenken. God is speaking to Nebuchadnezzar, even though he is not a believer, he doesn't follow Yahweh, telling him about world events. Also, fassen wir das zusammen. Gott erzählt Nebukadnezar über Weltereignisse, obwohl er kein Gläubiger ist, obwohl er nicht dem Gott Jahwe nachfolgt. And you can be sure that's happening right now to the Chancellor of Deutschland. Und du kannst dir sicher sein, genau das passiert gerade dem Bundeskanzler von Deutschland. It's whether someone is listening and understanding. Es geht darum, ob jemand zuhört und versteht. So you dream. Also, du träumst. I also, one of the most common things people come up to me when they have a problem, this is one of the things they say. Und wenn Leute mit einem Problem zu mir kommen, dann ist eine der Sachen, die sie sagen, They say, I don't experience God. Ich erlebe Gott nicht. I don't know what I'm supposed to feel, but I don't feel anything. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll, aber ich fühle nichts. I feel nothing in the worship. Ich fühle nichts während der Anbetung. It's all nothing to me. Es fühlt sich an, als wäre es alles nichts für mich. But I want to experience it. What do I do? Aber ich möchte es erleben. Was soll ich tun?
I haven't met someone yet who, when I say, well, why don't you start with your dreams, doesn't meet something deep in their life. Und ich habe noch niemanden getroffen, dem ich gesagt hätte, warum fängst du nicht mal mit seinen Träumen an, der dann nichts Tiefes in seinem Leben auf einmal begegnet wäre. Thank you, Christian, because my English is rubbish, so it's really hard to translate. I appreciate. You're very welcome. My brain is very foggish right now. So, dreams are symbolic. They are speaking to deep things about your heart. Also Träume sind kein Müll, sondern sie reden über tiefe Herzensangelegenheiten. Dreams can also go into being prophetic. Und Träume können dann gleichzeitig auch da hinein übergehen, prophetisch zu werden. They can also go into realms of creativity. Und sie können auch in den Bereich von Kreativität übergehen. I'm trying to paint a picture that dreaming is extraordinary. Ich versuche gerade ein Bild zu malen, dass Träumen außerordentlich ist. And if I've read Joel 2 correctly, Und wenn ich jetzt Joel 2 richtig lese, everyone who says, I want to see an angel, dann jeder, der sagt, ich will einen Engel sehen, should also be saying, and I want a dream. sollte auch sagen, ich will träumen. Because that's where deep stuff happens. Denn das ist es, wo tiefes Zeug passiert. And it's where you meet the spiritual realm. Es ist, wo du den geistlichen Raum triffst. And it's symbolic. Symbolisch. So back to the aeroplanes. Also zurück zu den Flugzeugen. A common thing I notice when I'm helping people understand their dreams Etwas sehr Übliches, was ich regelmäßig antreffe, wenn ich Leuten mit ihren Träumen helfe, is you have to pay attention to the location. ist es, dass man aufmerksam sein sollte, um welchen Ort es geht. If assuming the dream is about you and you are in the dream, Nehmen wir an, der Traum handelt von dir, du bist in dem Traum. if you're not in the dream, that's a different type of dream. But if you're in the dream, Geht jetzt nicht darum, du träumst etwas, von dem du nicht Teil bist, sondern es geht jetzt darum, du bist in dem Traum. if you're in your kitchen in the dream, Wenn that du will mean something. Wenn du dabei dann in der Küche bist, das bedeutet etwas. And that's different from being in your living room. Und zwar etwas anderes, als wenn du in dem Traum in deinem Wohnzimmer wärst. And that's different from being at work. Und das ist wiederum anders, als wenn du auf der Arbeit wärst. And that's different from traveling. Und wieder anders wärst, wenn du dabei reist. Many times when I talk to people about their dreams, traveling is to do with your future, your destiny, your purpose. Oftmals, wenn ich mit Leuten darüber rede, dann geht es bei dem Thema Reisen um die Zukunft, um den Sinn, um die Bestimmung der Menschen. What you're trying to do in your life. Was du versuchst zu erreichen in deinem Leben. So there's a deeper meaning to my dream about anxiety, about aeroplanes. Das heißt, es gibt also noch einen tieferen Sinn der Sorge mit den Flugzeugen in meinem Traum. It's speaking of an anxiety. Am I doing the right thing? Es spricht von einer Sorge davon, ob ich das Richtige in meinem Leben tue. It doesn't have to be about that. Es muss nicht darum gehen, But when I understand that key and think about it, aber wenn ich diesen Schlüssel verstehe und anfange darüber nachzudenken, does it feel, yes, I'm questioning what I'm doing? fühlt es sich dann an wie, ja, ich hinterfrage das, was ich tue. So that's speaking about that. Das sagt uns etwas über uns. So I should pay attention to some of the details. Ich sollte also aufmerksam sein, was manche der Details angeht. Because within it may be some keys that help me understand. Denn in ihnen können
Schlüssel sein, die mir helfen, es zu verstehen. If I'm in my kitchen, Wenn ich in meiner Küche bin, for many people, the kitchen is the heart of their home. ist es doch so, dass für viele Menschen die Küche das Herz des Hauses ist. It's where what you feel about yourself is exposed. Es ist der Ort, an dem offengelegt wird, was du über dich selber fühlst. Because for many people, that symbolizes, that feels like, yeah, this is where I can really be myself, in my kitchen. Denn das symbolisiert diese Küche doch für viele von uns. Ja, da kann ich selbst sein. Or maybe it's your living room. Oder vielleicht dein Wohnzimmer. It's what that place and that room feels to you. Es geht darum, wie fühlt sich dieser Raum für dich an? And maybe you're in your living room and you feel the TV is missing. Vielleicht bist du in deinem Wohnzimmer und du merkst, der Fernseher fehlt. Where's the TV gone? Wo ist er hin? So that will be speaking to you about your belief about yourself and how you're doing. Und das wird dir etwas sagen über den Glauben, den du an dich selbst hast und das, was du tust. And you've got to unlock the code of why is the TV missing? Und du musst diesen Code aufschlüsseln. Warum fehlt jetzt gerade der Fernseher? So you have to learn the language of your dreams. Du darfst also die Sprache deiner Träume lernen. Now you can get dream dictionaries. Es gibt nicht sowas wie Traumwörterbücher. And they can be helpful. They can give you some ideas if you feel completely stuck. Sie können teilweise hilfreich sein und können dir Ideen geben, wenn du wirklich komplett feststeckst. But at the end of the day, that's such a British phrase, at the end of the day, your language is your language and it's no one else's. Aber am Ende des Tages ist deine Sprache und nicht die von jemand anderem. And there will be overlap with other people because we're all Westerners. Und die wird sich natürlich auch überlappen mit anderen Leuten, weil wir alle Westler sind. But what does it mean to you? Aber was bedeutet es für dich? Another thing is people in your dreams. Andere Sache ist Menschen in deinen Träumen. And you might think, oh, so-and-so was in my dream. My boss at work was in my dream. Dann wirst du denken, der und der Chef meiner Arbeit, der war in meinem Traum. This dream is about my boss. In dem Traum geht es um meinen Boss. Well, probably not. Wahrscheinlich nicht. If the dream is centered around you, the question is, wenn dieser Traum sich um dich dreht, dann the question is, what does the boss represent to you? Dann ist die Frage, für was steht dieser Boss für dich? Is this a scary authority? Steht er für die furchteinflößende Autorität? Someone who always looks down on you? Jemand, der immer auf dich herabsieht? Or someone who encourages you? Oder vielleicht jemand, der dich ermutigt? What do they symbolize to you? Was symbolisiert diese Person für dich? I worked in Youth with a Mission for 28 years. 28 Jahre lang habe ich für Jugend mit einer Mission gearbeitet. And there are 3 or 4 key leaders from my time there that appear in my dreams often. Und es gibt 3 von 4 wichtigen Leitern dieser Zeit, die in meinen Träumen oft vorkommen. Because they represent and reveal the things that were going on in my life at that time. Denn sie repräsentieren und legen dar die Dinge, die in meinem Leben vor sich gegangen sind während meiner YWAM-Zeit. And that is operating somehow in my life. That attitude is operating somehow in my day at the moment. Und diese Haltung, ja, die handelt irgendwo in meinem Leben in dem Moment.
So I'm giving you a quick glimpse of the things that can go on in your dreams. Also ich gebe euch hier einen schnellen Einblick über die Dinge, die in deinen Träumen passieren können. And if you're going to understand your dreams, you need to keep a record and build a library of your dreams. Und wenn du deine Träume verstehen willst, dann halte sie fest und erschaffe dir eine Bücherei deiner Träume. Because you will learn what things mean when they are repeated in many dreams. Denn du wirst lernen, was Dinge für dich bedeuten, wenn sie wiederholend in Träumen auftauchen. It might be that whenever this certain person turns up in your dreams, you know, oh, there's an opportunity going to come. Und du wirst wahrscheinlich merken, wenn diese Person in meinen Träumen auftritt, dann bedeutet das, dass sich eine Gelegenheit ergeben wird. Because they represent from your past when a great opportunity came up. Denn durch deine Vergangenheit repräsentieren sie einen Moment, in dem sich And, eine große Gelegenheit für dich geöffnet hat. and this understanding builds over time. Und dieses Verständnis, das baut sich auf über die Zeit. And that's good news. Und das ist eine gute Nachricht, oder? Because otherwise, you'd have to ring up me or Heike every time and say, what does this dream mean? Denn andererseits müsstest du ja jedes Mal Heike oder mich anrufen und fragen, was heißt dieser Traum? But all myself and Heike would be doing is helping you understand your language. Aber selbst wenn, würden Heike und ich dir nur dabei helfen, zu lernen, was bedeutet deine Sprache. And at the end of the day, the person who best understands your dream language is you. Und am Ende des Tages, die Person, die am besten deine Traumsprache erkennt, bist du. If you feel like I really struggle to catch my dreams, Und wenn du dich so fühlst, dass du echt Schwierigkeiten damit hast, deine Träume zu erfassen, well, that's me. I mean, I used to really struggle to catch my dreams. dann lass mich dir sagen, ich bin das genauso, ich hatte genau dieselben Probleme. I'll probably get shot in today's culture, but I think I was a typical man. Ich werde wahrscheinlich erschossen in der heutigen Kultur, aber ich würde sagen, ich war der typische Mann. Very functional, Sehr sachlich, you know, funktional. tasks and not dreamy things, tasks. Aufgaben, nicht träumerisches, Aufgaben. So I didn't value dreams. Ich habe Träume nicht wertgeschätzt. So there was no connection between my dream state and my consciousness state. Es gab also keine Verbindung zwischen meinem träumenden und meinem wachenden Status. So I would wake up, I've had a dream, but I can't remember it at all. Also bin ich aufgewacht, hatte einen Traum, aber konnte mich überhaupt nicht dran erinnern. And it was a breakthrough when I realized I had had a dream, even if I couldn't remember anything. Und es war für mich ein Durchbruch, an den Punkt zu kommen, zu merken, ich hatte einen Traum, auch wenn ich mich dann nicht daran erinnern konnte. I found a key, and I know people love Schlossels. They really love these keys. So Also ich habe einen Schlüssel gefunden und ich weiß, die Leute lieben Schlüssel. you have to value dreams to remember them. Du musst Träume wertschätzen, um dich an sie erinnern zu können. I mean, you can even say just before you go to sleep, I'm going to remember my dreams. Du kannst zum Beispiel, bevor du dich zum Schlafen hinlegst, dir zusprechen, ich werde mich an meine Träume erinnern. You could say, I value my dreams. Help me remember, Holy Spirit. Du kannst sagen, ich schätze meine Träume wert. Heiliger Geist, hilf mir, mich an sie zu erinnern. And slowly they come. Und langsam kommen sie. And, you know, after a month, you might, you suddenly remember one. Und nach einem Monat, da merkst du, ich erinnere mich auf einmal an einen. And if you're anything like me, you have to write it down. Und wenn du so ein bisschen bist wie ich, dann musst du sie aufschreiben. In the middle of the night, you're convinced you're going to remember. Mitten in der Nacht, du bist überzeugt davon, ja, du wirst dich schon erinnern. I don't want to get a pen out and write down what I saw. Ich will jetzt keinen Stift rausholen und aufschreiben, was ich gerade gesehen habe.
Actually, I started to record it into my phone. Ich habe in dem Fall angefangen, es in mein Handy aufzunehmen, in dem And Moment. the next day, I had to try and understand these mumblings. The dream, angel, tank. Um dann am nächsten Tag der Herausforderung entgegenzusehen, dass ich dieses Gemurmel da entziffern muss. It's usually enough just to trigger some memory. Aber das reicht oftmals aus, um eine Erinnerung zu triggern. And I know the dream had 10, 20 scenes, but at least I can remember one of the scenes. Vielleicht weiß ich, der Traum hatte 10, 20 Szenen, aber an eine erinnere ich mich. When you write it down, it's like you didn't need to write it down because you can remember it. I'm sorry, say it again, please. When you write it down, it becomes like, oh, I didn't need to write it. I can remember that. Ja, denn wenn du anfängst, es aufzuschreiben, dann fühlt es sich so an wie, das hätte ich eigentlich gar nicht aufschreiben brauchen. Also klar erinnere ich mich daran. But if you don't write it down, you can't remember it. Aber wenn du es nicht aufschreibst, ja, dann erinnerst du dich auch nicht dran. And then you have a written record that you can just go back to and look at. Und du baust dadurch eine geschriebene Geschichte auf von dem, was du geträumt hast und kannst zurückgehen. Was habe ich geträumt? And you can use those dreams in your prayer times. Und du kannst diese Träume in deinen Gebetszeiten gebrauchen. You might want to take the emotional state that you can remember you were in the dream into a prayer time. Du kannst zum Beispiel diesen Gefühlszustand, in dem du in einem Traum warst, mitnehmen in die Gebetszeit. Maybe you were excited, Vielleicht warst du aufgeregt, but you knew there was a threat to your excitement. aber du wusstest, es gibt eine Bedrohung für diese positive Aufregung. You can take it to the Holy Spirit while you're awake and go, what was that about, Holy Spirit? Dann kannst du, während du wach bist, das nehmen und damit zum Heiligen Geist gehen und sagen, was hat es damit auf sich? And you re-enter as best you can the feelings and the dream. Und du betrittst nochmal neu, so gut wie du es halt dann kannst, diese Gefühle des Traums. And sometimes understanding comes to you. Und manchmal kommt dann Verständnis zu dir. And sometimes, deeper than that, it leads to a heart transaction with the Holy Spirit. Und manchmal, tiefer als das, führt es zu einer Herz-zu-Herz-Begegnung mit dem Heiligen Geist. So I've given you a lot of information. Also, ich habe euch jetzt eine Menge Infos gegeben. And all of these are showing you that you are actually more spiritual than you might realize. Und all das zeigt dir, dass du viel geistlicher bist, als du es wahrscheinlich feststellst. Think about it. We sleep 7 hours a night on average. Denk mal drüber nach. Im Schnitt schlafen wir 7 Stunden. And the neuroscientists now can tell us that your brain is more active when you are asleep than when you are awake. Die Neurowissenschaftler können uns heute sagen, dass während dieser Schlafenszeit unser Gehirn viel aktiver ist als am Tag. That's amazing. More active. Oh, fantastisch. Aktiver. There's mystery in this thing. Und da ist so ein Geheimnis drin. You'll notice in the Adam and Eve story In der Geschichte von Adam und Eva wirst du feststellen, that God puts Adam into a deep sleep. dass Gott Adam in einen tiefen Schlaf versetzt, Before he splits him in two. bevor er ihn teilt. There's something powerful that he had to do with Adam's state before he could form Eve from him. Es musste also etwas sehr Kraftvolles mit Adams Zustand passieren, bevor er Eva aus ihm formen konnte. It's when Jacob is asleep that he sees the ladder with the angels. Es ist, als Jakob schläft, dass er die Leiter mit den Engeln sieht. He's seeing something deeply powerful that gets embedded into Hebrew culture.
Er sieht etwas, das sich so tief in die hebräische Kultur festsetzen wird. And you see all the way to Jesus, who says to Nathanael, and you will see angels ascending and descending on the Son of Man. Er wird sich so weit ziehen, bis Jesus zu Nathanael sagt, ihr werdet Engel auf- und niedersteigen sehen auf dem Sohn des Menschen. They can change the course of our lives, these dreams. Diese Träume können den Kurs unseres Lebens verändern. And if we just go bigger for a while, Und wenn wir mal noch eine Spur größer gehen für einen Moment, God will be putting dreams inside all your German friends' minds and hearts. Now, today, this week. diese Woche, diesen Tag, jetzt wird Gott Träume geben in die Gedanken der Menschen um dich herum. Because God is speaking to them individually, Denn Gott spricht zu ihnen individuell but He's speaking corporately to the Deutsche Leute. und er spricht gemeinschaftlich zu den Deutschen. He will be speaking to the believers with common themes. Er wird über gemeinsame Themen mit den Gläubigen reden. It's an extraordinary thing I notice that teaching seems to appear all around the world at the same time with slightly different language from different people. Etwas Außerordentliches, was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Themen von Lehren an ganz vielen verschiedenen Orten auf der Welt gleichzeitig gemeinsam auftauchen, auch wenn sie natürlich in Nuancen sich unterscheiden. Perhaps they're dreaming and meeting God together. Vielleicht träumen sie ja und treffen Gott zusammen. And I could go on about the inventions that have come from dreams. Und ich könnte weitermachen, über die Erfindungen zu reden, die aus Träumen hervorkommen. Where Einstein had a dream about cows. Weißt du, Einstein hatte einen Traum über Kühe. And from that, he realized relativity could be true. Und von dem her hat er gemerkt, die Relativität ist wahr. Because he saw things differently to the owner of the cows. Denn er hat die Dinge anders gesehen als der Besitzer der Kühe. And bang! Und It, Paul McCartney of the Beatles, Paul McCartney von den Beatles. he woke up with the song Yesterday, singing it. He woke up singing the tune to the song Yesterday. Ist mal aufgewacht, singend den heutigen Song Yesterday. The man who invented the sewing machine. The Sewing Machine. Yeah, like for sewing clothes. Ja. Der Mann, der eine Saatmaschine erfunden hat. So it was a man who invented it, not a woman. That's an interesting thought. Das war übrigens ein Mann, der das erfunden hat, nicht eine Frau. Interessanter Gedanke. He Ach, couldn't work. Die Nähmaschine. Ja. He couldn't work out how to solve the problem of creating a mechanical sewing machine. Und er hatte da Probleme mit, das technisch auszubaldowern. And then he had a dream one night Und dann hatte er einen Traum eines Nachts, where some cannibals were spearing him. Cannonballs were spearing him. Cannibals, people who eat people, Ach, were coming Cannibal. at him with Okay, spears. ja. Hatte er einen Traum, in dem Kannibalen versucht haben, ihn aufzuspießen. Horrible dream. Fürchterlich. But they had holes through the tip of their spears. Aber in dem Traum hatten sie Löcher in den Spitzen ihres Speeres. And he woke up and he went, Eureka, that's it. Und er wachte auf und hat gedacht, Heureka, genau das ist es. Now, we used to think, neurologists used to think that was the subconscious working things out. Und die Neurowissenschaftler, die sagen, ja, das ist das Unterbewusstsein, das versucht, Dinge klarzukriegen. But you know, they've changed their mind. Aber weißt du was? Sie haben ihr Denken darüber geändert. They're more now thinking that when you're asleep, you're in a completely different world.
Und immer mehr denken, ja, wenn du schläfst, bist du in einer komplett anderen Welt, where all your normal calculations and physical reality are suspended. wo dass man in einer Realität ist, wo deine physische Realität, dein Denken suspended. Kann mir jemand helfen? Stopped. Yeah. And you Ja. enter Der around, they're What? stopped, they're shut Stop. off. They, Also wo diese Realität, in der wir uns physisch und von unserem Denken sonst befindet, pausiert. and you enter a realm of possibilities Und man einen Raum betritt von Möglichkeiten, where sometimes you can fly, in denen man zum Beispiel fliegen kann. where sometimes you meet agents, other personalities that they think might even be real. Ein Raum, in dem man Persönlichkeiten, Agenten treffen kann, von denen man denken könnte, ja, die sind real. And they're beginning to discover the wonders of dreams. Und man beginnt dieses Wunder der Träume zu entdecken And how important they are to humans. und wie wichtig sie für Menschen sind. This is the realm where new ideas are born. Das ist der Raum, in dem neue Ideen geboren werden. Because you're not in your conscious boxes. Denn du bist nicht in deinen Bewusstseinsboxen. It's where you can go into the heavens in ways that you might not have thought possible while you're awake. Es ist der Raum, in dem du in den Himmel gehen kannst, in Möglichkeiten, von denen du gar nicht denkst, dass es geht, wenn du wach bist. And I find it encouraging that scientists are discovering what we can see all along in the scriptures. Und ich finde es so ermutigend, dass Wissenschaftler entdecken, was wir die ganze Zeit sehen können in den Schriften. So, in the last few minutes of this session, Also in den letzten paar Minuten dieser Session, to help you start to capture your dreams, um dir zu helfen, einen Anfang damit zu bekommen, deine Träume zu erfassen, I've learned that it's really helpful to reduce your dream down to its one simple message. dann lass mich dir sagen, dass es sehr hilfreich ist, deinen Traum in eine simple Botschaft runterzubrechen. Don't get distracted by all the detail. Lass dich nicht ablenken von all den Details. First of all, get the basic message. Als allererstes, erfasse die fundamentale Botschaft. So, my aeroplane dream. Also, mein Flugzeugtraum. I'm concerned I'm going to miss my future. Ich bin besorgt, meine Zukunft zu verpassen. I'm wrestling with it in my spirit. Ich kämpfe damit in meinem Geist. And now, when I understand that's what the dream is about, Und jetzt, wo ich verstehe, darum geht es in dem Traum, the details of like where the plane was going to, da ist es bei den Details, wie zum Beispiel, wo das Flugzeug hin will who I was with, oder mit wem ich mich da befunden habe or was I on my own? oder ob ich allein war, Even maybe what I was eating. vielleicht sogar, was ich gegessen habe. Maybe a big part of the dream was the meal I was given on the plane and what it was like. Vielleicht war ein Teil des Traumes, dass die Mahlzeit, die ich im Flugzeug bekommen habe und wie sie war. These details now can have somewhere to land. Alle diese Details haben nun etwas, auf dem sie landen können. There was more people on this aeroplane with me than usual. Da waren mehr Leute mit mir in diesem Flugzeug als normal. I've been wondering, should I take more people with me? Ich frage mich, sollte ich mehr Menschen mit mir nehmen? These details can speak to you. Diese Details können dann zu dir sprechen. And these dreams can expose things going on around you. Und diese Träume können Dinge offenlegen, die um dich herum passieren. Perhaps you have a dream that tells you something about the motives of another person you're close to. Vielleicht hast du einen Traum,
der dir etwas erzählt über die Motive einer Person, der du nahestehst. And it doesn't necessarily mean that's what's going on in them, but it's telling you what you're afraid of, that they might be motivated by. Und es mag nicht immer sein, dass du eine Offenbarung davon hast, was in ihnen vorgeht, sondern dass dir vielmehr offenbar wird, wie es dir damit gehen würde, wenn dieses und jenes in ihnen vorgehen würde. And you might realize, oh, that's why I feel uncomfortable about this situation. Und dann kannst du vielleicht feststellen, ich hätte damit echt ein Problem, wenn die Situation so And wäre. so you can say, Holy Spirit, what's going on in my heart? Show me through this dream. Und dann kannst du sagen, Heiliger Geist, zeig mir, was in meinem Herzen passiert durch diesen Traum. So, of course, this is just basic. Und natürlich, das ist jetzt die I Basis. mean, there's so much more to explore. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. The realm where you have a dream and you write it down, and then 2 years later, it happens. Zum Beispiel der Bereich, du hast einen Traum, du schreibst ihn auf und 2 Jahre später passiert And you, genau das. and you may even find yourself in the very scene that you dreamt is now in front of you in reality. Vielleicht wirst du dich wiederfinden in genau der Situation, die gerade vor dir ist, die du schon mal geträumt hast. I remember standing in front of a big clock Ich erinnere mich in daran, a wie ich vor town. einer riesigen Uhr gestanden habe. It was in Baden-Württemberg somewhere. Das war irgendwo in Baden-Württemberg. And I was physically in front of this clock in a town. Und ich war wirklich körperlich vor dieser Uhr in einem Ort. And suddenly I remembered some years back, I dreamt of standing in front of this clock. Und auf einmal erinnere ich mich, ein paar Jahre zuvor habe ich geträumt, genau vor dieser Uhr zu stehen. Well, first of all, that's just encouraging. Also zuerst mal ist es einfach ermutigend. I mean, even if nothing else, even if I can't work out, it's like, oh, wow. Und selbst wenn es dabei bleibt, wenn ich es nicht weiter herausfinde, ist es einfach wow. And people call that déjà vu. Und manche Leute nennen das Déjà-vu. I think you probably dreamt it. Und ich denke, das ist wahrscheinlich geträumt. But it actually helped me to see I'm on track. Und es half mir total zu sehen, ja, ich bin in der Spur. And it gave me more confidence with what I was doing with the group of people I was working with. Und es hat mich sicher gemacht, darin weiterzumachen, was ich machte mit der Gruppe von Leuten, mit denen ich zusammen war. My wife and I spent 1 year trying to find a house to move to. It was the most frustrating time I've ever been through. Eine der frustrierendsten Zeiten meines Lebens war, als meine Frau und ich 1 Jahr lang gebraucht haben, um das Haus zu finden, in dem wir wohnen. And we could not find a house that fitted roughly the criteria we had. Und wir konnten kein Haus finden, das auch nur grob den Kriterien entsprach, die wir uns wünschten. And then I had a dream Und dann habe ich einen Traum. and I was flying. Ich flog. Oh, I love those dreams. Oh, ich liebe die Träume. I think you were made to fly. Ja, what? I think we were made to fly. Ich when we glaube, were- wir wurden geschaffen, um zu fliegen. When you're moving in your spirit, it's like flying. Ich denke, wenn du dich im Geist bewegst, das ist wie Fliegen. And I passed over a valley Und dabei habe ich ein Tal überflogen. and I heard a voice say, it's here, it's here. Und dabei habe ich eine Stimme gehört, die sagte, es ist hier, es ist hier. So I woke up and I went to the maps. Und dann bin ich aufgewacht und habe mir Karten angeguckt. And I found 2 places it could be from what I'd seen. Und habe 2 Orte gefunden, die auf das passten, was ich gesehen habe. And in the one place, there was a house my wife had seen 1 year ago. Und an einem der Orte war ein Haus, das meine Frau vor einem Jahr gesehen hatte. But it was sold. It went off the market. Aber es ist verkauft, war vom Markt. But we checked it again, and now it was back on the market. Aber wir haben nochmal neu nachgeguckt und jetzt war es verfügbar. It wasn't where we thought we should live, but with all that together, when we went to see it, we thought,
this is it. Es war jetzt nicht der Ort, von dem wir vorher dachten, da werden wir leben. Aber als wir uns das dann angeguckt haben, wussten wir, ja, das ist es. I wish I'd had the dream 1 year earlier. Ich wünschte, ich hätte den Traum ein Jahr vorher gehabt. But it doesn't work like that because we have to go through tests in life and different things. Aber es funktioniert so nun mal nicht. Wir müssen durch Tests und andere Dinge in unserem Leben laufen. So you dream. Also, du träumst. They are super important. Und die sind super wichtig. If you've stopped remembering your dreams, stir it up again. Wenn du aufgehört hast, dich an die Träume zu erinnern, ja, dann weck es nochmal auf. It makes going to sleep exciting. Das macht dieses ins Bett gehen aufregend. I'm going to be more awake than when I'm awake. Ich werde noch wacher sein, als wenn ich wach bin. Thanks for listening to me. Danke, dass ihr mir zugehört habt. You lovely people. Ihr seid liebenswerte Leute.